Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build. In diesem Video schauen wir uns den europäischen Zerstörer Ragnar mal genauer an, gehen über die Kapitänsskillung drüber und schauen uns die dazugehörige Modulauswahl an. Des Weiteren wird es wie immer Tipps und Tricks zum Schiff selber geben. Gameplay findet ihr dann im zugehörigen How to Play Video. Starten wir rein mit der Kapitänsskillung. Wie immer hier vorab der Hinweis, wenn ihr den Spezialkapitän, den Sirski habt, packt ihr mit drauf. Der bringt euch nochmal ein paar Boni, die bei der Ragnar für die Gefechtseffizienz sinnvoll sein kann. Starten wir rein mit dem ersten Skill. Hier habe ich präventive Maßnahme, ist auf dem DD super wichtig, weil er alles schützt, was euch auf einem DD lieb und teuer ist. Also alle Module, gerade im Bereich Antrieb sehr, sehr wichtig. Und bei einer Ragnar auch interessant natürlich die Flak. Dann als nächstes mit letzter Anstrengung, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe, ist ein sehr wichtiger Skill für euer Überleben auf dem DD, weil er dafür sorgt, wenn euer Motor oder euer Antrieb genockt ist, dass er noch funktioniert. Zwar nicht mehr mit voller Leistung, aber er funktioniert. Das heißt, ihr könnt noch rausfahren, ihr könnt noch lenken, in Anführungszeichen. Und das ist bei einem DD sehr, sehr wichtig. Dann Experte der Überlebensfähigkeit. Ihr kriegt mehr HP dazu. Gerade als DD braucht ihr jedes bisschen für einen Gunfight, wenn ihr gespottet werdet vom Radar. Ihr kommt einfach besser lebend raus. Bei der Ragnar hat es noch den Vorteil, dass ihr in der Theorie mehr HP wiederherstellen könnt, weil ihr mehr HP overall habt. Das ist auch bei der Salem so ein bisschen der Fall, deswegen nimmt man das mit, weil ihr könnt nicht alle Schadensarten bei World of Warships gleich reparieren, Brände zu 100%. Also schaut deswegen, dass ihr diesen Skill auf jeden Fall mitnehmt, um eure Überlebensfähigkeit zu buffen. Ganz einfach. Dann als nächsten Skill Tarnmeister. Ist auf der Ragnar ein essentieller Skill, weil ihr, wenn ihr Doppelconcealment spielt, euer Radar perfekt ausnutzen könnt. Weil ihr seht es am Rand, bei 7,5 Kilometern aufgeht mit Doppelconcealment und euer Radar 7,5 Kilometer geht. Das heißt, wenn ihr spottet seid, könnt ihr Radar ziehen. Wenn ihr euer Concealment nicht doppelt baut, geht diese Möglichkeit nicht. Das heißt, euer Radar verliert theoretisch an Wert, weil der DD euch outspotten kann, ohne dafür gepunished zu werden. Und das ist der große Vorteil halt an der Ragnar, dass wenn ihr den DD da erwischt, dass ihr mit euren Guns sehr viel Damage machen könnt. Ihr habt 152 mm mit einem sehr guten Alpha und da könnt ihr wirklich guten Damage auf DDs machen. Zusammen mit eurer Panzerung kann man da auch aus Gunfights mit sehr viel HP wieder rausgehen. Das ist so der große Vorteil. Dann als nächstes Adrenalinrausch, finde ich auf dem DD auch sinnvoll. Reduziert euren Gun Reload und erhöht euren Flakschaden, wenn ihr HP verliert. Ist auf jeden Fall was man sehr gerne mitnimmt, weil, glaubt mir, mit der Ragnar werdet ihr auf jeden Fall HP verlieren, weil ihr keine Torps habt, ihr werdet viel Open Water farmen müssen, ihr werdet in die DD-Gunfights gehen müssen. Zwangsläufig verliert ihr HP. Und deswegen nutzt dann diesen Skill, um dadurch euren Reload zu buffen, um noch mehr Damage rauszubekommen. Dann Inspekteur, finde ich auch wichtig auf der Ragnar, weil ihr von jedem Consumable nur 2 Stück habt. Mit dem Inspekteur bekommt ihr 3. Ist sehr, sehr wichtig, weil damit bekommt ihr nämlich euren dritten Heal, euer drittes Radar und euren dritten Speed Boost. Und glaubt mir, die werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Werdet ihr dann auch im entsprechenden How-to-Play-Video sehen, dass man die, wenn man ein Game über die volle Laufzeit hat, dass man die zu 100% aufbrauchen wird. Dann noch Hauptbatterie und Flugabwehrexperte, um eure Range zu verbessern. Ich habe es mal ohne Range gespielt, ist ein bisschen anstrengender zu spielen. Wir können hier mal auf die Range schauen. Mit dem Range-Modul kommt ihr auf 15,6. Das ist ganz angenehm. Was man zu Ragnar sagen muss, es ist halt nicht eine Massot oder eine Kleber, wo ihr einfacher dodgen könnt. Wenn euer Speedboost nicht ready ist, seid ihr sehr träge, sehr langsam und könnt schwer Shells dodgen. Und deswegen braucht ihr ein bisschen diese zusätzliche Range,
um das zu kompensieren. Das macht es auch relativ einfach, weil ihr habt keine Torps und ihr seid 100% auf eure Guns angewiesen. Das ist ganz wichtig. Deswegen lebt eine Ragnar auch von langen Games, was sie aktuell ein bisschen schwierig zu spielen macht, finde ich. Oder nicht schwierig, sondern nicht so spaßig zu spielen macht. Weil die Meta ist sehr passiv, alle stehen im Kite. Du musst immer meistens committen, um Schaden zu machen, und das ist halt sehr, sehr anstrengend. Deswegen nimmt die Range mit, das erleichtert euch das Ganze ein bisschen und ihr könnt damit ein bisschen besser Schiffe farmen. Bufft eure A noch zusätzlich, also noch nice to have. Schauen wir dann noch auf den letzten Skill, und da habe ich Spezialist für Verbrauchsmaterial. Sorgt einfach dafür, dass euer Radar und euer Speed Boost, der ein verbesserter Speed Boost ist, nochmal schneller ready ist. Das heißt, ihr könnt sie schneller ziehen. Kann in gewissen Situationen sehr angenehm sein. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die Alternativen. Da bleibe ich gleich in der ersten Reihe. Wenn ihr euch ein bisschen unwohl fühlt mit der Ragnar, was Cross-Shots angeht und Dodgen angeht, dann nehmt den Beschussalarm mit, so als Alternative für die Verbrauchsmaterialverbesserung, weil ihr dadurch einfacher dodgen könnt. Turmdrehzeit können wir auch gleich mal kurz das Kapitel dicht machen. Lohnt sich gar nicht. Ihr habt 360-Grad-Türme, ist also abgehakt. Dann hier in Reihe 2 mit letzter Anstrengung, Leute, würde ich nie und nimmer eintauschen. Deswegen lohnt sich meiner Meinung nach in Reihe 2 vielleicht hier der Sprengmeister, aber dafür werdet ihr wahrscheinlich hier was traden müssen in dem Bereich. Diese klassischen ersten 4 würde ich immer auf dem DD mitnehmen, gerade auf der Ragnar. Habe ich es ja vorher auch schon erwähnt, warum es sinnvoll ist. Was ihr dann noch mitnehmen könnt, ist auch hier den Hauptbatterie- und Flugabwehrspezialist. Aber das tut ihr auch wieder hier traden für die Range und dann auch noch den Fearless Brawler. Aber das ist auch was ihr für Range tradet. Die anderen sind eigentlich relativ in Stein gemeißelt, würde ich mal behaupten. Nur dieser Slot und dieser Slot, da könnt ihr euch noch überlegen, wie ihr quasi diese 5 Punkte nochmal frei für euch konfiguriert. Ich bin mit diesem Bild sehr gut gefahren. Ich habe auch einen Ragnar 3-Stunden-Stream gemacht. Da habe ich viel dazu gezeigt. Könnt ihr auf meinem Zweitkanal euch angucken. Beziehungsweise dann auch nochmal das entsprechende Video im How-to-Play-Game. Dann gehen wir auf die Module. Da habe ich im ersten Slot Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Absoluter No-Brainer, würde ich bei 95% der Schiffe mit reinpacken. Hat halt sehr viele Vorteile, was eure Survivability von Modulen angeht. Dann, als nächstes, habe ich das Radarmodul mit drin, um halt einfach mein Radar besser ausspielen zu können. Wenn ihr die Kohle nicht habt, macht das Schutzsystem für Manövrierbarkeit rein. Euer Ruder und euer Antrieb überlebt halt dadurch wahrscheinlich häufiger und ihr seid manövrierfähig und könnt besser dodgen. Kann in gewissen Situationen auch nochmal ein Vorteil sein. Wenn ihr sagt, Radar juckt mich nicht, ich will ein bisschen mehr farmen, ich will besser farmen können, dann nimmt den Motorboost mit. Es erhöht nochmal um 30% euren Spezialmotorboost. Damit könnt ihr gemütlicher, einfacher farmen. Verliert natürlich deswegen ein bisschen mehr Radarzeit, aber auf jeden Fall, wenn ihr Kohle übrig habt, da überlegt, was zu eurem Spielstil besser passt. Entweder Radar oder halt der Antrieb. Müsst ihr für euch dann auch überlegen. Dann als nächsten Skill habe ich Zielsystemmodifikation 1 drin. Ist für mich der sinnvollste. Ihr erhöht eure Genauigkeit auf der Ragnar und Torpedowerfer habt ihr sowieso keine. Sekundär juckt euch auch überhaupt nicht. Turmdrehzeit braucht ihr nicht, weil ihr 360-Grad-Türme habt, habe ich schon erwähnt. Ihr könnt eure AA-Sektor-Priorisierung verbessern, dass die Vorbereitungszeit reduziert wird. Aber man muss sagen, die Ragnar hat einen kleinen Nerf bekommen bei der AA. Das merkt man schon, finde ich persönlich. Deswegen schaut lieber, dass ihr ein bisschen besser eure Shots einbringen könnt, und deswegen bleibt bei der Hauptbatterie-Modifikation 2. Als nächstes habe ich mein Klassiker-Skill auf jedem DD, das ist Antriebsmodifikation 1. War ich einfach sehr, sehr gut, weil ihr häufiger abbremsen und beschleunigen müsst, als wirklich dodgen. Damit kommt man einfacher zurecht. Es ist mein Gefühl. Ich habe
es in unzähligen Games gemerkt, weil immer wenn die Crosshots kommen, ist halt Bremsen und Eindrehen die beste Variante, als einfach nur eindrehen. Und gerade mit dem Antriebsmodul seid ihr da halt flexibler. Gepaart mit dem Motorboost könnt ihr da viel einfacher dodgen. Das ist einfach so. Deswegen nimmt ihn mit. Der Rest, wenn ihr Steuergetriebe spielen wollt, probiert es aus. Ich bin kein Freund davon, aber es ist auch ein wertiger Skill und Schadensbegrenzungssystem lohnt sich auf DDs überhaupt nicht. Ja, ihr brennt relativ kurz und den großen Unterschied macht's nicht. Schaut lieber, dass ihr eure Damage-Con im Griff habt, dass ihr nicht bei einem Einserbrand in einem Gunfight cleanst, bevor er zu Ende ist. Nicht, dass ihr dann Perma-Doppelbrand bekommt, sondern schaut, dass ihr den Gunfight abschließt und dann cleanst. Wenn ihr natürlich einen Vierfachbrand während dem Gunfight drauf habt, dann wäre es natürlich schon sinnvoll. Aber overall, das ist einfach ein Management-Thema mit der Damage Control Party. Das habe ich ja schon häufiger gesagt, deswegen mein Favorit, Antriebsmodifikation 1. Als nächstes Tarnsystem Modifikation 1. Ihr könnt euer Radar perfekt nutzen, deswegen für mich die perfekte Alternative. Wenn ihr wirklich Farm Ragnar spielen wollt, dann könnt ihr Steuergetriebe mitnehmen, aber glaubt mir, das ist einfach nicht sinnvoll. Also es gibt halt ein paar Sachen, die, ich sag mal, die gehören sich auf gewissen Schiffen und ich finde halt, auf der Ragnar gehört sich das Doppelconcealment und damit fährt man gut und damit habt ihr es auch dann deutlich einfacher. Im letzten Slot Hauptbatterie Modifikation 3 habe ich da geskillt. Ist für mich, denke ich, der sinnvollere Skill. Spielt bitte das Ding nicht auf Doppelrange. Das ist nicht sinnvoll. Da verliert ihr zu viel Damage. Deswegen braucht ihr nicht. Und auch dieses Hilfsbatterie Bewaffnung Modifikation 2 lohnt sich auf der Ragnar überhaupt nicht. Zum Thema Feuerleitanlage Modifikation 2. Wenn ihr Range bauen wollt, dann überlegt, habt ihr bei euren Captain Skills was umgebaut? Zum Beispiel habt ihr vielleicht einen Fearless Brawler drin. Dann kann sich das lohnen. Dann müsst ihr aber rechnen, ihr kriegt 16% mehr Range. Beim Captain Skill bekommt ihr 20%. Das heißt, ihr verliert 2 und ihr verliert zusätzlich noch Reload um 2%. Die Turmdrehzeit betrifft euch nicht. Also, wenn man das sich logisch überlegt, ist Captain Skill und Range, Modul Reload die bessere Alternative als Modul Range und Fearless Brawler zum Beispiel. Weil ihr damit Reichweite und Damage verliert, wenn ihr das so skillt. Also überlegt da, was ist sinnvoll. Ich habe es euch gerade erklärt. Deswegen baut auf Reload. Ganz einfach. Gehen wir nochmal auf die Verbrauchsmaterialien ein. Wir haben den besseren Motorboost auf der Ragnar plus 30%. Könnt ihr per Modul nochmal die Laufzeit erhöhen, wenn ihr da Lust drauf habt und sagt, ich möchte lieber ein bisschen länger, schneller unterwegs sein als eine längere Radarzeit. Ihr kommt mit Modul auf 36 Sekunden Radar. Damit könnt ihr ohne weiteres ein DD töten. Das dürfte kein Problem sein. Wenn ihr den da gut catcht, des Weiteren kriegt ihr meistens noch Feuersupport. Und das reicht. Na, also wenn ihr sagt, ich brauche dieses Radarmodul nicht, ich schaffe es auch in weniger, dann nehmt ihr gerne das Speed-Modul mit. Dann haben wir noch ein Heal mit dabei. Das ist ein Standard DD-Heal, nichts Besonderes, 3 Aufladungen, hilft euch immer mal wieder gut aus. Gerade wenn das Game ein bisschen länger geht, könnt ihr die meisten DDs über einen Langzeit-Trade in Bezug auf Radar-Heal immer outtraden. Ihr habt die gute Panzerung. Da müsst ihr aber aufpassen, ihr seid anfällig gegen AP auf Broadside. Mit der dickeren Panzerung bekommen die Gegner auch Vollpens, die gutes AP haben und können euch da richtig krass wegmachen. Deswegen, wenn der Gegner mit HE schießt, mit einem geringen Kaliber auf Breitseite, dann shattert er, aber wenn er AP schießt, habt ihr da echt Probleme. Deswegen schaut so ein bisschen, wie der Gegner DD spielt. Schießt er HE, schießt er AP, muss ich mich winkeln? Ja, nein. Das ist halt situationsabhängig. Das kann man jetzt nicht so ohne weiteres pauschal sagen. Am Schluss noch Schadensbegrenzungsteam standardmäßig. Ich habe auch vorher ein bisschen erwähnt, wie man sich da im Gunfight unter Umständen verhalten muss. Managt euer Schadensbegrenzungsteam, auch wie bei BBs, einfach clever. Und dann habt ihr auch keine Probleme. Zu den Flaggen beim DD auf jeden Fall wichtigste Flagge, Deto-Flagge. DD detoniert etwas leichter und es ist doch schade, wenn ihr wegen 2 komischen Shots dann detoniert und eine ganze Runde verliert.
Versucht, so viele Signale wie möglich bei der Ragnar mitzunehmen. Speed, dann die Reduzierung des Schiffsverbrauchsmaterialien und auch Reparaturflagge ist auch nochmal wichtig. Gebt euch noch einen zusätzlichen Boost auf dem Heal. Abschließend auch nochmal der Hinweis, alle Stats, die ihr jetzt auch am Rand gesehen habt, da ist selbstverständlich die Kapitänsskillung mit drin. Das sind nicht die Basic-Werte, die ihr da am Rand seht. Ist mit Flagge, mit Modulen und mit Kapitänsskillung. Ich hoffe, euch hat dieses How-to-Build-Video zu Ragnar gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen, Tipps oder Feedback zum Video habt, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal gerne wieder. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.